Jetzt wird's aber Zeit. Wir haben Anfang April, für mich die beste Zeit, den Bärlauch zu sammeln, noch bevor die Blüten austreiben. Die Saison dieser tollen Pflanze geht von Mitte März bis Anfang Mai. Meist finden wir den Bärlauch in feuchten Waldgebieten, Abhängen, in großflächigen kleinen Feldern vor. Als ich mit meiner Hündin auf Trüffelsuche war, habe ich ein wunderbares Bärlauchfeld entdeckt. Ja, heiliges Blechle, wie das hier duftet. Dieser knoblauchartige Duft ist unverwechselbar. Hier tanzt der Bär, hier tanzt der Bärlauch. Und ich stehe mitten in einem Bärlauchfeld und werde mir mein Körbchen füllen. Um die Blätter später abzubrausen, binde ich diese mit einem Gummi zusammen. Das erleichtert mir das spätere Säubern und auch Schneiden, da ich mir ein Grundpesto für verschiedene gesunde Gerichte zubereiten möchte. Im Bärlauch sind viel Vitamin C, Eisen und ätherische Öle enthalten. Er wirkt entgiftend sowie reinigend und kann uns über die Frühjahrsmüdigkeit hinweg helfen und auch bei vielen Krankheiten unterstützen. Zum Beispiel gegen Arterienverkalkung und Bluthochdruck ist Bärlauch ein bewährtes Mittel. Zur Heilanwendung empfiehlt sich eine 4 bis 6 Wochen Kur, indem man täglich eine Handvoll frischer Blätter zu sich nimmt. Verwechslungsgefahr besteht beim Bärlauch mit der Herbstzeitlose und dem Schneeglöckchen. Charakteristisch beim Bärlauch ist, dass die Blätter an einzelnen Stängeln aus dem Boden wachsen. Die Blätter auf der Vorderseite glänzen und auf der Rückseite matt sind. Ein kurzer Riechtest gibt uns dann die Sicherheit. Das Körbchen ist nun gleich voll, nun geht es schnell nach Hause, um die Blätter weiter zu verarbeiten und um keine Inhaltsstoffe zu verlieren. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Die Bärlauchblätter sind bereits kurz heiß abgeduscht, danach gleich wieder kalt. Sind auch bereits abgetrocknet und jetzt geht es mal in erster Linie ans Haltbarmachen. Da habe ich vor, dass man ein Bärlauchpesto herstellt und dann auch einen Teil davon kurz vakuumiert und dann auch einfriert, sodass man dann auch immer wieder frischen Bärlauch zur Verfügung hat. Kann man eine wunderbare Bärlauchbutter immer wieder herstellen. Und zu guter Letzt zum Langhaltbarmachen bereite ich mir noch ein Bärlauchsalz zu. Da zeige ich jetzt die Vorgehensweise nicht, denn die ist sehr einfach. Man trocknet diese Blätter, siebt sie durch ein Sieb durch und dann nimmt man das Pulver, nimmt man 30% von dem Bärlauchpulver oder auch 40%, wenn man es ein bisschen schmackhafter haben möchte, und füllt es dann mit normalem Salz auf. Bitte Salz nehmen ohne Jod. Und dann kann man das immer wieder für verschiedene Salate oder auch Gerichte, hat man das stets zur Verfügung. Also das ist ganz, ganz einfach. Einfach dieses Bärlauchpulver mit Salz mischen und dann hat man ein wunderbares Bärlauchsalz. So, jetzt geht's mal ans Schneiden und dann wollen wir erstmal die Pesto zubereiten. Nun schneiden wir die Blätter in kleine Stücke und geben diese in ein Gefäß.
Ein Schuss gutes Pflanzenöl erleichtert das Pürieren. Ich verwende hier ein gutes Leinöl, da dieses geschmacksneutral ist und den Bärlauchgeschmack nicht verfälscht. Beim Pürieren empfehle ich, die Blätter nicht in einen Mixer zu geben, da die Blätter zu leicht sind und das Zerkleinern so nicht funktionieren kann. Am besten eignet sich ein leistungsstarker Stabmixer, dann geht das Verarbeiten ohne Probleme. Am Ende gebe ich noch eine gute Prise Salz hinzu und fertig ist mein Grundpesto. Jetzt noch in Gläschen abfüllen und am Schluss noch mit Öl bedecken, gut verschließen und schon habe ich Vorrat, der mindestens 6 Monate haltbar ist. Damit ich mir immer wieder mal eine Bärlauchbutter zubereiten kann, friere ich mir frische Bärlauchblätter ein. Hierzu vakuumiere ich mir ein paar gesäuberte Blätter und habe auch so immer Bärlauch zum Weiterverarbeiten im Haus. So, jetzt haben wir die Bärlauchblätter, so wie wir es vorgehabt haben, verarbeitet. Ein bisschen was haben wir noch zum Trocknen aufgehoben. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video ein bisschen was anfangen für euch selbst. Und ich freue mich, wenn ihr die Glocke drückt, wenn ihr den Kanal abonniert. Und vor allem freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.